Krieg habe ich erlebt in seiner hässlichen Fratze der Nachkriegszeit. Also ich habe durchaus auch erlebt, dass der eine oder andere von meinen Augen erschossen wurde, ne? Leider. Das hängt aber, das ist wahr. Krieg habe ich erlebt, also eine ganz schlimme Zeit, wenn ich da an den Dreck denke. Es gab ja erstmal den Dreck von diesen Ortschaften dann in diese größere Stadt, wo dann alles gesammelt wurde und wo dann der Transport losging. Bis da kann ich mich erinnern, ich meine als junger Mensch, wer da nicht konnte, der wurde auch mal mit dem Gewehrkolben bearbeitet, nicht weiter konnte. Also das war eine schlimme Zeit, das ist wohl wahr. Aber ich habe in den Jahren danach, speziell während der Lehrzeit und des Werden und Wachsens der DDR, zumindest auch miterlebt, dass es vorwärts ging in der Gesellschaft. Und dass unsere Gesellschaft bereits seit 1949 einen Widerpart auf der anderen Seite hatte. Und dort die Aufrüstung in Richtung neuen Krieg vorangetrieben wurde. Das habe ich wohl damals als junger Mensch schon mitgekriegt. Und für mich war es demzufolge auch logisch, dass auch wir auf unserer Seite unsere Errungenschaften schützen müssen, auch militärisch. So gesehen war ich davon überzeugt, das ist richtig. Jawohl, unsere sozialistische Entwicklung braucht auch militärischen Schutz. Da bist du dabei. Das war eigentlich meine Entscheidung dazu. Ohne, wo man sagen, große, hintergründige, sonstige Zusammenhänge da zu erkennen oder erkannt zu haben. Das kann ich vielleicht so nicht ganz werten, aber eins steht erstmal fest. Ich bin dort im Kollektiv Lager junger Soldaten gekommen und habe mich bemüht, den Anforderungen gerecht zu werden, die da standen. Und ich muss mal sagen, die waren auch ziemlich hart. Grundausbildung, ich will es jetzt nicht im Einzelnen darstellen, aber das war eben Grundausbildung. Das ging vom Strammstehen los bis zum Rennen und Liegestütze und sonst was, bis zu Übungen im Gelände mit allem Drum und Dran. Und ich muss mal sagen, ich habe mich echt bemüht, dort gut zu sein. Nicht der Beste, aber vielleicht gut zu sein. Ich nehme an, dass das letztlich mit dazu beigetragen hat, dass man mich auch angesprochen hat, zum Beispiel eventuell mal Unteroffizier zu werden oder auch in der Perspektive mal eine Offizierslaufbahn einzugehen. Ich wurde daraufhin angesprochen. Ja, und ich habe das irgendwie gewertet als eine Möglichkeit meiner Entwicklung. Und ich habe das auch gewertet als eine Anerkennung dessen, dass man mich diesbezüglich angesprochen hat. Also zumindest als positive Seite.